willkommen zu einer neuen kleinen Episode bei Gitarren im Netz. Wahres für Rares, Teil 2. In diesem, ich denke mal, wird relativ kurzen Teil, werden wir mal kurz gucken, ob die Gitarre denn jetzt tatsächlich verschleudert worden ist oder ob die Herrschaften doch einen guten Preis für die Gitarre bekommen haben. Jetzt geben wir einfach mal ES325 in Reverb ein. Ja, und erhalten sofort 3 Suchergebnisse. Die erste ist ES325, 6.000 Euro aus Spanien. Die zweite ES325 aus England mit 4.900 Euro. Und die dritte, und die wird noch interessant, aus Amerika mit 2.540 Euro. Also alles in allem viel mehr als die 1.700 Euro, die die Herrschaften bekommen haben. Die ES325 gehört also zu der Gibson-Familie ES Electric Spanish. Das sind die Gitarren, wo auch ich hier einen billigen Abklatsch von habe, von der Harley Benton, ja, der HB 35 Plus. Gibt es ein schönes Video drüber, ist auch eine schöne Gitarre. Ist ein Knock-Off einer ES335, die hier in der Mitte einen Center-Block hat. Die ist also nicht komplett hohl, sondern nur hier außen. Und in der Mitte hat die einen Sustain-Block. Das macht einmal weniger Schwingungen, dann gibt es weniger Resonanzen, damit weniger Feedback auf der Bühne bei lauten Lautstärken, aber es klingt natürlich auch anders. Die ES325 hingegen ist komplett hohl innen drin. Also wie meine Gretsch zum Beispiel, ja? Nur mit einem flachen Körper. Die beiden tauchen auch zusammen in den Prospekten auf, aus den Jahren 1972 bis 1979 nebeneinander. Und böse Zungen sagen ja, die ES325, ein Zombie-Modell der ES335 mit Teilen war, die im Lager noch übrig waren. Und auf billig getrimmt. Was spricht da dafür? Einmal, sie hat nicht normale Humbucker, wie die ES335 oder auch diese Gitarre hier. Nein, sie besitzt die Mini-Humbucker aus der Firebird. Der Firebird. Diese kleinen, das sind keine Mini-Humbucker, sondern spezielle für die Firebird hergestellte Pickups. Die haben keine Pole Pieces, da kann man sie sehr gut dran erkennen. Es gibt ja auch Mini-Humbucker, die sind einfach nur geschrumpft, die hier nicht. Und die sind original in der Gitarre drin, weil angeblich Gibson die noch am Lager liegen hatte. Und was auffällt, jetzt müssen wir wieder die Gitarre wechseln. Hier seht, und auch bei der ES335 sind alle Bauteile Protees ins Holz gesetzt. Der Anschluss hier unten in der Zarge, die 4 Potis direkt ins Holz, und sie hat 2 F-Löcher. Die ES325 hat kein zweites F-Loch und hat auch die Potis, den Schalter und die Buchse auf einer Kontrollplatte. Und da gibt es böse Zungen, die behaupten, da hat Gibson damals, als sie übernommen worden sind, bei Fender geguckt und haben gesagt, hey, wie kann ich Kosten sparen? Haben dann einfach ein Loch in die Decke gesägt und die Potis und die ganze Elektrik schon vorverdrahtet und mussten dann nur noch die Pickups anschließen und konnten die Kontrollplatte draufknallen. Weil so eine hier zu installieren
ist ein Meisterwerk. Ja, da habe ich schon viele Leute dran scheitern sehen, als sie versucht haben, hier neue Protis reinzumachen. Und das ist natürlich eine Vereinfachung. Also da so ein bisschen, ja, auf billig gemachte 335. Ja, und alle diese Elemente zeigt auch die Gitarre Impares Ferraris. Alle Elemente? Falsch. Und da kommen wir jetzt zum Unterschied. Es gibt nicht viele gute Bilder, die wir aus dem Film ableiten können. Aber wir können hier sehen, dass die Gitarre keine Firebird Pickups mehr hat, sondern normale. Das heißt, das ist ausgetauscht worden. Okay. Und jetzt kommen wir zu unserem Trio aus Reverb. Und da ist nämlich auch eine dabei, nämlich die aus Amerika, wo genau das der Fall ist. Auch da, die für 2600 Euro hat einen Humbucker vorne am Steg, einen Humbucker am Steg und einen Humbucker am Hals. Also sind ausgetauscht worden. Damit ändert sich natürlich der Klang der Gitarre total. Das Erste, was auffällt. Das Zweite, was auffällt, wenn wir genau hinschauen auf dem Bild, wie gesagt, Bilder sind nicht dolle und nicht rar, sind, wenn wir uns das angucken, sehen wir hier, die Gitarre hat neben den auf der Kontrollplatte verarbeiteten zweimal Volume, zweimal Ton, Freeway Toggle und der Büchse, also der Anschlussbuchse fürs Kabel, noch einen weiteren Schalter. Und der ist direkt ins Holz gesetzt. Und das ist definitiv auch nicht original. Was könnte das für ein Schalter sein? Man kann es nicht genau sagen, aber ich sehe da so gewisse Positionen. Und es gab bei Gibson mal, oder gibt es auch noch auf der B.B. King Signature, einen Sechstonschalter, in dem man 6 verschiedene Widerstände schalten kann, die den Ton in den Mitten verändern. Das gibt es auf der B.B. King, auf seiner sogenannten Lucille, hat B.B. King das drauf gehabt. Es gab es auch bei ein paar anderen Gitarren. Das ist ein relativ einfacher Schalter, der liegt direkt vor der Ausgangsbuchse und da geht der ganze Klang durch und damit habe ich dann nochmal 5 Stellungen, in denen ich den Klang verändern kann, die Mitten ausdünne, verschiebe und so weiter. Und es sieht mir aus, als hätte die Gitarre auch einen solchen Schalter dort drauf. Auch wieder nicht ein Punkt zur Originalität. Das heißt, wir haben hier 2 Sachen, Minimum, die gerade in der Elektrik liegen, die nicht mehr original sind. Und wenn man jetzt mal so rechnet, 6000, 4000, 2900, ja, jetzt weiß man ja nicht, wie gut die Pickups sind, die dort reingebaut sind. Sind es echte Gibson, wie bei unserem Angebot aus Reverb? Da sind dann T-Bucker drin. Und schreibt er, unfortunately a previous owner replaced the original Mini Humbucks with Gibson T-Buckers. Aber relativ gute. Vielleicht hat der gute Bruder ja aber auch ein paar Billig-Tonabnehmer reingeschraubt, weil ihm der Klang, der sehr speziell ist, von den Firebird Pickups nicht gefallen hat. Und sie sind nicht dabei, man kann sie nicht zurückrüsten, weil die hier sind viel größer. Ich muss also den Korpus weiter aussägen. Was geht, weil ich ja keinen Centerblock habe, aber definitiv, das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Den Schalter, da könnte ich eventuell noch einen Deckel drauf machen. Aber das heißt, bei Licht betrachtet, und ich habe mir wirklich jetzt ein paar Mal die Bilder angeschaut, ist die Gitarre nicht wirklich richtig original. Und von daher könnte der Preis schon eher realistisch sein mit den 1700 Euro. Ich würde zwar ein bisschen höher ansetzen, wenn sie sonst in einem guten Zustand ist, aber das ist ja alles nicht getestet worden. Mir tut sich da ein kleiner Verdacht auf. Vielleicht war die Gitarre vorher doch bei einem Experten, bei einem richtigen Experten, nicht der Herr mit den Handschuhen, sondern da gibt es ja spezielle Läden, zum Beispiel in Oldenburg ist ein ganz großer, die sie taxiert haben,
vielleicht auch nur über Bilder. Und das Ganze drumherum mit dem Verhandeln und mit dem Herrn Experten, der was dazu erklärt, ist nur einstudiertes Theater. Ja, und stand vorher schon fest, dafür kauft ein Händler sie ein für 1700 Euro. Er macht noch ein bisschen was dran und kann sie vielleicht für 2000, 2100 Euro wieder verkaufen oder so, weil sie eben doch Schwächen in der Originalität hat. Und das ist wichtig bei Vintage-Gitarren. Eins der wichtigsten Sachen. Könnte sein, dass unser gutes deutsches Unterhaltungsfernsehen so arbeitet und das alles nur Choreografie ist, um die Zuschauer zu unterhalten. Ob das jetzt besser oder schlechter ist als ein improvisierter Versteigerungshorror, weiß ich nicht. Aber definitiv ist die Gitarre, die hier verkauft wurde, nicht mehr in dem originalen Zustand und ja, damit auch nicht die Höchstpreise wert, die hier im Netz aufgerufen werden. Okay, das war's auch schon für heute. Ich fand's interessant, ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder schaut mal nach den Tests von der schönen HB35 oder der Firebird. Ein tolles Instrument, sehr eigenständig klingen. Und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auf jeden Fall ein Like, wenn ihr möchtet. Ja, und dann, wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Bis bald, euer Toko.